Hallo und willkommen zu Madame Fuchslis YouTube-Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diese 5 Bordüren häkelt. Dazu benötigen wir natürlich Wolle, eine Häkelnadel, eine Schere und eine Wollnadel. Und dann kann es auch schon losgehen. Das ist die nächste Bordüre, die ich euch zeigen möchte. Hier ist es ganz wichtig, dass eure Luftmaschenkette durch 8 teilbar ist, plus 3 zusätzliche Luftmaschen für den Übergang zur nächsten Reihe. Ich schlage jetzt 32 Maschen an. Je nachdem, wie lang ihr eure Bordüre machen möchtet, schlagt ihr einfach mehr Luftmaschen an. Und natürlich jetzt 3 zusätzliche, dass wir in die nächste Reihe kommen. Und zwar stechen wir jetzt in die 4. Masche unserer Luftmaschenkette ein für die nächste Runde. Und zwar wird da ein Stäbchen gehäkelt. Und das machen wir in jede Masche unserer Luftmaschenkette, bis wir wieder am Anfang angelangt sind. Also in jede Masche ein Stäbchen häkeln. So, dann sind wir auch gleich am Ende unserer Reihe. So, für die nächste Reihe schlagen wir dann erstmal eine Luftmasche an und häkeln in unsere erste Masche eine feste Masche. Und jetzt überspringen wir immer 5 Maschen bzw. stechen in die 5. Masche wieder ein und häkeln für den Übergang 5 Luftmaschen und zählen dann 1, 2, 3, 4, 5 und in die 5. häkeln wir eine feste Masche und bekommen dann diesen Bogen. Das machen wir jetzt auch bis zum Ende, also wieder 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, in die 5. eine feste Masche, 5 Luftmaschen, dann wieder weiter 1, 2, 3, 4, 5, eine feste Masche,
Und zum Schluss brauchen wir dann nur 2 Luftmaschen und häkeln dann in unser letztes Stäbchen ein weiteres Stäbchen. Also 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die letzte Masche unserer Reihe. Dann schlagen wir wieder 3 Luftmaschen an und wenden das Ganze. Jetzt wird immer jeweils in diesem Bogen gehäkelt, und zwar im Wechsel häkeln wir ein Stäbchen in den zweiten Bogen, also nicht in diesen kleinen, sondern in den zweiten größeren, ein Stäbchen. Dann schlagen wir 5 Luftmaschen an und häkeln in die eine Luftmasche eine feste Masche, so dass hier oben so ein kleiner Knubbel entsteht, und häkeln dann um dieses quer gehäkelte Stäbchen 3 weitere Stäbchen. So dass wir unseren ersten, wie man hier sieht, unseren ersten Bogen bekommen. Dann werden wieder 3 Luftmaschen gehäkelt und in den nächsten Bogen mit einer festen Masche gehäkelt. Das sieht dann so aus. Dann wieder 3 Luftmaschen und der nächste Bogen. Und zwar ein Stäbchen in den nächsten Bogen häkeln. Wieder 5 Luftmaschen in das erste Luftmaschenglied von der Häkelnadel aus eine feste Masche. Und dann wieder in dieses quer gehäkelte Stäbchen 3 Stäbchen. So, das ist immer im Wechsel. Wieder 3 Luftmaschen mit einer festen Masche in den nächsten Bogen befestigen. Wieder 3 Luftmaschen und den nächsten Bogen häkeln, also ein Stäbchen in den nächsten Bogen, 5 Luftmaschen in die erste eine feste Masche und wieder in dieses Querstäbchen 3 Stäbchen häkeln. Dann wieder 3 Luftmaschen in den nächsten Bogen mit einer festen Masche, 3 Luftmaschen, dann ein Stäbchen in den nächsten Bogen, 5 Luftmaschen, eine feste Masche in die Luftmaschenkette und dann in das quer gehäkelte Stäbchen wieder 3 Stäbchen. Ihr merkt schon, die ist etwas schwieriger zu häkeln, aber wenn man darauf achtet, dass man immer zwischen jedem Bogen einmal mit einer festen Masche in einem Bogen häkelt, dann ist mit ein bisschen Übung das auch gar nicht mal so schwer. Und ganz zum Schluss häkeln wir ein Stäbchen in unsere letzte Masche der Reihe und haben unsere Bordüre damit fertig.
Den Faden kürzen, bisschen festziehen und wieder vernähen. Ich vernähe das jetzt mit dem Anfangsfaden bzw. verknote das mit dem Anfangsfaden. Und fertig ist die Bordüre.